Batman, Superman und Co. Achterbahnen wie in den USA und das in Europa. Darüber reden wir jetzt hier in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und alle Achterbahnen von Parque Warner Madrid, ehemals Warner Brothers Movie Park. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt heute auch noch einen Warner Park in Europa, aber Step by Step gehen wir alles hier im Video durch. Wir reden heute über alle Achterbahnen im Parque Warner Madrid und das ist der Park, der von 2002 bis 2005 auch Warner Brothers Park Madrid hieß. Und auch noch heute gibt es dort Batman, Superman und Co. zu entdecken und zu erleben. Der Park befindet sich in Spanien, etwas außerhalb von Madrid, südlich von Madrid und hat einiges zu bieten und wir haben auch hier, verlinke ich euch gerne den Vlog, ein Video mitgebracht, wie unser Besuch im Park an sich war. Bevor wir über die Achterbahnen im Einzelnen sprechen, einmal ein bisschen zur Geschichte des Parks, denn das Ganze ist auch heute noch ein Schwesterpark vom Movie Park Germany. Und vielleicht kommt dann auch die Frage direkt auf, warum denn in Madrid Batman noch da ist und in Bottrop nicht mehr und das klären wir natürlich auch in diesem Video. Und damals waren beide Parks auch schon Schwesternparks unter Six Flags und Six Flags hat hier in Madrid richtig viele Rides reingehauen, das sieht man auch richtig, so ein bisschen die Six Flags Handschrift ist auf jeden Fall im Park zu sehen und auch heute noch, nicht nur wegen Batman, hat der Park ein wirklich starkes Portfolio an Rides. Und 2004 kam es dann dazu, dass Six Flags alle Freizeitparks in Europa als großes Paket verkauft hat, außer Parque Warner Madrid. Und der Warner Park in Madrid ist halt einfach selbstständig und eigenständig geblieben, aber Time Warner hatte auch noch große Anteile am Park und deswegen sind die ganzen Lizenzen auch in diesem Park geblieben und mussten aus allen anderen Parks verschwinden. Aber das Ganze ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen verwirrend, wenn ihr unseren Vlog gesehen habt, denn mit der Movie Park Jahreskarte kommt man ja auch gratis in den Park Warner Madrid und die gehören auch beide heute noch zusammen oder inzwischen zusammen zu Parques Reunidos. Parques Reunidos ist die spanische Betreiberkette von zum Beispiel dem Movie Park Germany, Bobby Andans, Lajan, ihr kennt das Ganze. Und dann ist halt auch der Park Warner mit dabei, aber der Park gehört nicht Parques Reunidos, sondern ist operated by Parques Reunidos, so wie zum Beispiel auch Motion Gate in Dubai von Parques Reunidos betrieben wird. Die bringen dann ihr Know-how mit ein und betreiben die Parks, die denen nicht gehören. Die sind quasi irgendwie so der Hausmeister. Und das sieht man leider im Park auch, habt ihr in unserem Vlog ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Und alle Achterbahnen, über die wir heute hier sprechen werden, kamen im Jahr 2002. Zwei Ausnahmen, eine 2009 kam ein Family Coaster dazu und 2023, der Grund, warum wir überhaupt den Park nach 9 Jahren noch einmal besucht haben, ist eine neue Batman-Achterbahn, zu der es auch, verlinke ich euch auch gerne hier oben, ein Einzelreview gab. Da hole ich euch einmal kurz schnell ab und damit starten wir auch direkt in alle Achterbahnen von Parque Warner Madrid. Batman Gotham City Escape. 2023 kam endlich mal etwas Neues und man hat Intamin Amusement Rides beauftragt, einen LSM Launch Coaster zu bauen und die Wayne Manor wird besucht von uns. Der Joker überfällt quasi die Gratisführung im Wayne Manor und wir müssten flüchten und zwar durch das U-Bahn-System von Gotham City und müssen aus der U-Bahn raus von Gotham City. Und wie das funktioniert, wie das Ganze aussieht, was zum Beispiel P&P Projects hier gestaltet haben, teilweise Zusammenarbeit mit IMAscore bzw. IMAmotion. Das seht ihr im ausführlichen Review, weil wir vor Ort auch rumlaufen. Das lohnt sich natürlich ein bisschen mehr und es ist super viel, was man da zeigen und erklären kann. Aber nichtsdestotrotz 45 Meter Gesamthöhe bei dieser Anlage, 1010 Meter Länge, Höchstgeschwindigkeit von 103 km/h, mehrere LSM-Abschnitte von 0 auf 60 in 2 Sekunden und 2 LSM-Boost gibt es. Und der zweite zum Beispiel beschleunigt von 70 auf 90 km/h in 1,1 Sekunden. 4 Inversionen sind hier verbaut, 2 Corkscrews, ein Reverse Sidewinder sowie ein Zero-G-Stall. Einfach das coolste Achterbahn-Element, was es so gibt. Außerdem Vertical Dropback, Dark Ride-Sektionen mehrere und das alles zusammen mit dem Layout, der Optik des Zuges und dem Gesamtpaket ist einfach eine der besten Achterbahnen in Europa. Wenn das dabei rauskommt, wenn man irgendwie jahrelang unterm Stein schläft, ist das schon okay, aber trotzdem wäre die eine oder andere Neuheit zwischendurch vielleicht mal ganz nett gewesen.
gewesen. Aber Batman Gotham City Escape ist schon echt ein Highlight geworden. Davor die Neuheit war Correcaminos Bip Bip und der Roadrunner hat 2009 Einzug gehalten im Parque Warner Madrid. Mack Rides Youngster Coaster. Das Götterblitz-Layout, was ihr eventuell seit 2008 schon aus dem Family Park Neusiedler See kennt in Österreich, haben wir euch hier auch schon oft gezeigt. Der Park auch mega schön, aber darum soll es gar nicht gehen. Und da wisst ihr jetzt auch noch aus eurer Erinnerung, wenn ihr das Video gesehen habt, dass diese Bahn 16 Meter hoch ist, 480 Meter lang und 60 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht. Hier hinter so einem ollen Holzzaun versteckt, mit nicht wirklich mehr durchblickbaren Plexiglaslöchern, weiß ich nicht. Nette Bahn auf dem Brachland. Ein bisschen schade, ein bisschen Perlen vor die Säule. Das Ding kann mehr, der Zug sieht super gut aus, aber die Fahrt macht auf jeden Fall definitiv einiges an Spaß. Ein absoluter Klassiker ist auch Tom und Jerry und 2002 zog dieser Cira Large Tivoli Coaster in den Park. Ein absoluter Klassiker, 8 Meter hoch, 360 Meter lang, 36 km/h Spitzengeschwindigkeit, gefühlt der Zug länger als die Strecke. Und die Bahn kam aber jetzt nicht neu aus Deggendorf nach Madrid, sondern ist eine gebrauchte Anlage und ich habe ja eingangs erwähnt, dass Six Flags im Park einst hatte und ja, Six Flags, wenn nicht Six Flags, würden sie nicht in einem Six Flags Park etwas in einem anderen Six Flags Park machen. Das ist ein bisschen die Henne- und Ei-Frage. War ein Six Flags Park zuerst da oder irgendeine gebrauchte Anlage? Und aus dem Six Flags Fiesta Texas, den Park haben wir am Kanal auch schon gezeigt, kam die Bahn unangerührt. Die lag nämlich seit 2000 eingelagert und nie aufgebaut bei Six Flags rum. Also ist meine erste Aussage vielleicht nicht ganz richtig. Und hat in Madrid als Boardwalk Canyon Blaster zuerst eröffnet. War aber bei Fiesta Texas 2000 auf der PubMap auch eingezeichnet und sollte dort eröffnen. Eine Bahn, die auch etwas umstrittener eventuell sein könnte, ist Coaster Express. Coaster Express ist eine Holzachterbahn von der Roller Coaster Corporation of America mit einem Intermin-Zug drauf. Den Zug kennt ihr zum Beispiel vom alten Zug von Kolossos im Heidepark. Ehemals bis 2004 hieß diese Bahn hier auch Wild Wild West. Was eine Kackbahn. Aber das Layout ist okay, wird aber meiner Meinung nach viel zu langsam durchfahren und ist halt die absolute Rumpel- und Holperkiste und hüpft da wie ein Häschen über die Strecke, die 1394 Meter lang ist, knappe 37 Meter hoch, was für schon 95 km/h Geschwindigkeit sorgt, aber irgendwie wirkt das viel zu langsam auf dieser Bahn. Man wird irgendwie nicht fertig bei der Fahrt. So lang, so groß, so beeindruckend, wie das Moped da aussieht, genauso unspektakulär und schlecht ist es eigentlich. Sehr, sehr schade. Coaster Express hätte auf jeden Fall dringend einen Umbau nötig, ob jetzt mit Titan Track oder mit dem Retrack oder mit einem Umbau in irgendein crazy Layout. Da würde alles auf jeden Fall besser werden als das, was jetzt gerade da ist. Shadows of Arkham. Ich kann es nicht mehr sehen. B&M Inverted Coaster. Ich weiß, oh mein Gott, super, wow, finden alle toll, aber Standard Batman Layout. Ich weiß nicht, wie viele wir davon dieses Jahr schon wieder gefahren sind, aber ich ertrage das nicht mehr. Das Video ist immer noch nicht fertig von mir über dieses Layout, aber das machen wir auf jeden Fall auch noch. 32 Meter hoch, 823 Meter lang, 80 km/h schnell, 5 Inversionen. 1300 Personen pro Stunde und 6 Millionen Euro hat das Ganze mal gekostet. Und natürlich sieht das crazy aus, ist ein Inverted Coaster und vor allem in Europa B&M Inverted Coaster fahren ist immer noch was Besonderes, aber ich bin es persönlich halt ein bisschen satt. So wie Parque Warner scheinbar den Namen immer wieder etwas satt ist, denn Shadows of Arkham ist ja der aktuelle Name. Von 2002 bis 2016 hieß die Bahn Batman La Fuga und von 2017 bis 2022 Batman Arkham Asylum. Was ist denn eigentlich mit der Kerze los? Die hat es jetzt hinter sich, sagst du? Was auf jeden Fall total crazy und besonders ist und es weltweit nicht mehr so oft gibt, ist Stuntfall. Stuntfall ist von Vekoma ein Giant Inverted Boomerang. Was Besonderes, hat man sich auch besonders viel kosten lassen. 20 Millionen Euro hat die Bahn mal gekostet und hat 54 Meter Höhe, 367 Meter Länge, 99 km/h Spitzengeschwindigkeit und eigentlich nur zwei Elemente, eine Cobra Roll und ein Looping. Es gibt aber weltweit nur 3 dieser Anlagen, die in Betrieb sind, die hier in Spanien. Und ihr werdet halt echt auf diese 54 Meter rückwärts hochgezogen und zwar senkrecht.
und dann durchfahrt ihr wie bei dem Boomerang halt so 2 Standardelemente. Auf der anderen Seite geht es wieder senkrecht hoch und das Ganze dann wieder rückwärts. Mit einem, ja, Stadium V-Seating, ich weiß nicht ganz, wie man sagen soll. Du hast halt 2 Plätze nebeneinander, dann dahinter versetzt sind nochmal 2 Plätze und das sind dann quasi ja 4 nebeneinander, die einen Wagen bilden. Auf jeden Fall gibt es die Anlage hier in Spanien noch. Dann sind wir sie auch im Silverwood Theme Park in den USA gefahren. Wir standen im Six Flags New England vor der Bahn, die es nicht mehr gibt. Die war da kaputt und hat danach nie wieder aufgemacht. Da entsteht gerade ein neuer Intamin Coaster. Und wir standen auch in China, in Shanghai, vor einer Anlage, die auch schon ewig kaputt war. Da gibt es den ganzen Park inzwischen nicht mehr. Und es soll noch im Sochi Park in Russland ein Giant Inverted Boomerang geben. Ist schon krass. Das macht auch Bock. Das ist schon wild und verrückt und das ist noch mal so ein bisschen was anderes in Sachen Achterbahnfahren. Vekoma hat sich aber weiterentwickelt bei den Sachen. Es gibt ja auch den Super Boomerang inzwischen. Review dazu verlinke ich euch gerne hier oben. Könnt ihr gerne mal reinschauen. In der Zeit reden wir aber hier noch über Superman, La Atrazione de Acero, was so viel wie Ride of Steel heißt. B&M Coaster wieder mal. Ich sag ja, USA-Style, richtig krass hier eigentlich. Und ein Floorless Coaster. Und ich weiß noch, als wir damals den Park besucht haben, ich habe die Bahn voll abgefeiert und super gekultet. Und wir sind es jetzt auch noch mal gefahren. Ich bin kein großer Freund allgemein von B&M, außer bei den Hypercoastern. Floorless Coaster finde ich ganz cool, aber in letzter Zeit echt sehr viele schlechte wieder gefahren. Aber Superman hier in Madrid ist echt immer noch sehr nice, obwohl es jetzt nicht so das pfiffigste Layout ist. Also optisch ist die Bahn immer noch komplett Six Flags durch und durch. Aber 50 Meter hoch, 1100 Meter lang, 100 km/h Spitzengeschwindigkeit und 7 Inversionen, die hier durchfahren werden. Es ist einfach ein monstermäßig großes Moped, was da in der Wüste außerhalb des Parks steht. Und es ist halt auch hier wieder eine Aneinanderreihung von Standardelementen, von Loopings und Copa Rolls und Corkscrews und weiß ich nicht was alles, was einfach Baukastenprinzip B&M aneinander gesteckt wird. Fertig ist die Lauge, aber hier irgendwie trotzdem schon cool, groß, beeindruckend und fährt auch echt okay und es ist super krass für Europa, dass so eine Bahn hier steht. Das ist wirklich gigantisch groß und irgendwie doch eine Top-Bahn in Europa, muss man schon zugeben. Abschließend bleibt eigentlich nur noch, was haltet ihr von diesem Bahn? Was ist da euer Favorite? Wart ihr schon da? Wollt ihr da noch hin? Eure Gedanken gerne in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Ich finde halt Pflege, Liebe und Operations, das ist das größte Manko im Park Warner Madrid und bei den Bahnen auch grundsätzlich eigentlich ein cooler Park. Spanien und Spanier sind halt schwierig, aber ey, hier gibt es noch die ganzen Lizenzen und du hast einfach USA Coaster in Europa und das ist schon sehr beeindruckend meiner Meinung nach.